Ein Servus an alle Modell- und Spieleisenbahner da draußen. Heute möchte ich etwas an meiner Analogstrecke ändern. Und zwar diese Weichenverbindung. Warum? Das gefällt mir nicht ganz, weil die Bogenweichen haben immer so eine Gerade, eine Zwischengerade drinnen und dann geht es dann erst weiter in den Bogen. Das gefällt mir nicht und daher habe ich mir jetzt eine größere Bogenweiche geholt vom Pico. Das ist die 55427, nämlich die Bogenweiche links 3, weil ich habe da mit meinem Programm namens Calm herumgedüftelt und da bin ich drauf gekommen, wenn ich diese Weiche da einbaue, dann kann ich mit dieser Weiche daher und dann habe ich diese Zwischengerade nicht drinnen. Ja. Was dann fehlt, sind 65 mm, nein, 62 mm und das ist dieses Gleis. Und das würde ich euch jetzt gerne zeigen. Was ich halt leider machen muss, ist, da die ganzen Kabeln muss ich noch einmal trennen, verlängern und so. Aber, mein Gott, eine Eisenbahn, die fertig ist, fahrt. Ne? Also dann, ich fange jetzt an und werde all diese Gleise einmal öffnen. Die Kabeln ebenso und die Antriebe verlängern, die Kabeln für die Antriebe verlängern, so wollte ich sagen. Und dann schauen wir weiter. Ja? Also dann, bis gleich. So, ein kurzer Zwischenbericht. Ich habe jetzt die Kabel von der einen Weiche zum Antrieb verlängert und das mache ich jetzt da ebenso, weil da muss der Antrieb nämlich auf die Seite, also daher. Da habe ich so einen Kabelkanal eingeschnitzt mit einem gewöhnlichen Schraubendreher und dann mit einem Tacker halt festgehalten. Und ja. Da muss ich dann doch ein bisschen kürzen. Warum? Ich habe da nämlich bei der ersten Gleisverbindung einen Konstruktionsfehler gehabt. Ich habe statt dem Radius 2 Schiene eine Radius 3 Schiene erwischt. Und das hat das sowieso alles dann irgendwie sehr seltsam, ja. Deswegen war das Gleis da schräg, was da ursprünglich war, und das hat mich immer eigentlich gewundert. Denke ich mir, wieso ist das schräg? Naja, haben wir gedacht, das ist eh wurscht, das ist eh analog, so wird man das nicht wohl sehen. Und ja, jetzt mache ich das richtig und schön. Und deshalb muss ich dann da herunten ein kleines Stück kürzen. Ist nicht schlimm bei Schwellen, also werden wir überleben. Und dann schaut es natürlich besser aus. Also dann, bis gleich. So meine Lieben, so schaut es jetzt aus. Jetzt hat sich nicht was verändert. Allerdings die Zwischengerade, die gibt es nach wie vor noch, aber die bleibt jetzt in der Gerade oder in der Geraden, sagen wir es einmal schöner. Und dann fängt wunderbar der Bogen an, ebenso da, der bleibt der Bogen. Und da geht es dann faktisch mit einer Geraden raus und mit einem Bogen dann da rein. Das gefällt mir gleich viel, viel besser. Das geht auch bei den Rockerschienen. Nur bei den Rockerschienen müsst ihr da dann ein Flexgleis einbauen. Ja, das habe ich schon nachvollzogen auf dem Planungsprogramm, auf Scarm. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Und wie schon gesagt, man muss nur, hoppala, jetzt habe ich noch was gesehen, nebenbei noch was gemacht, man muss nur dann da eben ein Flexgleis dann einlegen, weil beim Rocco funktioniert das dann nicht gescheit. Aber wie schon gesagt, auch beim Rocco würde das gehen, von 2 auf 3. Von 3 auf 4 gibt es auch noch Weichen, genau, aber da wird es haarig, weil es gibt von 4 auf 5 keine Weichen. Und somit kann man das dann da so nicht machen. Ist halt ein bisschen ein Problem, ja. Ja, man könnte das eventuell mit 3, 4 auch so bauen, aber dann mit Flexgleis da mal ausgleichen. Das würde wahrscheinlich auch noch gehen. Von 4 auf 5, da muss man dann ausweichen auf Tillig-Weichen, das würde funktionieren, das habe ich auch schon gezeichnet, das geht, also probiert mit Zeichenprogramm. Und dann bei 5, 6 haben wir, dann gibt es eh wieder Weichen. Ja, und 9, 10 genauso. Aber beim Pico funktioniert es so, und da fehlen ihm dann die 62 mm, was dann eigentlich die Gerade da sind, witzigerweise. Ja, ja, somit ist die kleine Bauerei von heute vorbei. Ich sage danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Über Like und Abo freue ich mich sowieso. Abo ist wie immer kostenlos. Und sage bis zum nächsten Mal, euer Andreas. Tschüss!